Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports, heute IGE in Bad Windsheim. Wir haben das Rennen, die Zweizylinderklasse schon hinter uns. Neben mir ist der Christian Lenz mit seinem SWT-Boxer. Und ich habe die Gunst genommen, der wollte wegrennen, echt, aber ich habe es nicht zugelassen. Und dann der soll mal ein bisschen was über sein Motorrad erzählen. Ja, ich habe vor ein paar Jahren den Rahmen vom Manuel bekommen, umgebaut halt auf Zentralfederrahmen und habe halt das dann verwirklicht halt, dass ich IGE-Boxer auftrage. Warum ein Boxer? Ja, ich fahre schon seit 20, 30 Jahren Zweiventiler als Reiseenduro und das ist halt einfach meine Leidenschaft. Und da kommt für mich kein anderes Fahrzeug in Frage. Was haben wir gerade vor? Der Mike, den Witzel BMW hat auch das Brennen angefangen, als er in der Hecke gefallen ist. Und jetzt versuchen wir das Ding da unten aus der Strecke rauszuholen. Das ist nicht ganz so einfach. Da haben wir aber einen routinierten Fahrer, der uns da hilft. Langsam mit dem Spaß. Ja, Spaß. Was war mit dem Motorrad? Genauso, dass ich mir wahrscheinlich die Zündkerzenstecker runtergezogen habe und dann Rückgrat weglassen. Also fahren wir raus. Servus, neben mir der Mike mit seiner, was ist das für eine BMW? Das ist ein Witzel-BMW. Eine Witzel-BMW. Ist das alles so vom Witzel umgebaut worden? So nach und nach. Die ist schon durch mehrere Hände gegangen und jede Hand hat irgendwas dran gebaut. Also nicht mehr nachvollziehbar, wer der ursprüngliche Bauherr das meiste geschafft hat. Was schätzen, wie alt so der Umbaustand jetzt, der aktuelle so ist? Also das Motorrad ist immer in die IGE gelaufen, das hat früher der Kriegerband gefahren. Und ja, in dem Zustand, so wie sie jetzt steht, 2 Monate. Da ist eine neue Gabel reingekommen, neue Brücke. Und, ja. Also ist nichts mehr die Silbergabel? Nein, die Silbergabel waren keine Ersatzteile mehr verfügbar, deshalb ist die Gabel von der 450er reingekommen. Meine selbstgefräste Gabelbrücke. Was doch? Wie lange hast du das Motorrad schon? Das Motorrad habe ich seit 2012. Seit 2012. Ja. Warum warst du so lange nichts mehr bei der IGE? Tja, da kommt manchmal andere Sachen dazwischen im Leben. Und dann muss man also ein bisschen Pause machen und irgendwann der Funke ist hier doch. Ja, und heute war es einfach nicht so gut, ne? Ja, heute hat es mal gebrannt. Ich bin abgebogen und dann habe ich dich so in der Hecke liegen sehen. Und dann habe ich angehalten und habe so einem Typen gesagt, er soll eine Schaufel mit runterschleppen, aber das interessiert die Leute gar nicht. Was hat denn gebrannt? Tja, Das Herz war es nicht, ne? Vergaser angebrannt, wahrscheinlich über Zündfunke. Kann man da mal hinziehen? Übel, ne? Schon hart. Und jetzt für die nächste Zeit? Sieht so aus, würdest du wieder mehr mitfahren, wenn du den Schaden repariert hast? Schade ist jetzt keine allzu große Sache. Mal gucken, wie es passt. Genau. Fahrzeuglöschanlage, verbaut im Motorrad. Ich habe das beim Eggi mal gesehen, in Paderborn, 2012 war das, wie so eine Kiste abbrennt. Da haben die ganz schön viel Löcher geholt, bis das endlich mal besänftigt war, das Feuer. Aber da kam der Brand da unten aus dem Deckel raus. Also richtig in den Luftfüller, in den Rundluftfüller rein. War echt scheiße. Ja, wir ziehen jetzt noch mal mit der Kamera außen rum, machen ein bisschen Bike fahren. Und wenn dir noch was einfällt, schneiden wir es noch mit rein.